Nomen, Pronomen, Verben, Adjektive, Präpositionen oder Konjunktionen. Oh mein Gott, sind das viele neue Wörter. Aber das ist überhaupt doch kein Problem, denn wir lernen sie jetzt gleich mit dir an der Tafel. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sali und ich freue mich, dich wie immer beim Deutschlernen zu unterstützen. Heute lernen wir eine wichtige Basisinformation, die Wortgruppen. Wir müssen Wörter zu einzelnen Gruppen definieren und Gruppen bilden. Das ist wichtig, damit wir später die Grammatik, die deutsche Grammatik, besser verstehen. Also, wie immer, ohne viel bla bla bla, volle Konzentration gehen wir an die Tafel. Wortgruppen. Herzlich willkommen an der Tafel. Wir starten auch gleich. So, wie du siehst, habe ich hier eine Pyramide, um dir zu verdeutlichen, dass Basisinformationen sehr wichtig sind. Ohne diese Basisinformationen können wir A2 nicht verstehen, B1 nicht verstehen, also die komplette Grammatik nicht verstehen. Du siehst, ich habe eine Pyramide gezeichnet, damit du verstehst, wie wichtig Basisinformationen wie zum Beispiel Wortgruppen, Verbkonjugation, Satzstrukturen und so weiter in der deutschen Grammatik sind. Also ohne diese Basisinformationen können wir die deutsche Grammatik nicht verstehen. Wir gehen jetzt gleich zu den Wortgruppen, aber bevor wir anfangen, möchte ich dir noch kurz erklären, was ein Buchstabe bedeutet, was ein Wort bedeutet und natürlich, was ein Satz bedeutet. Ja, schauen wir uns diese drei Wörter an. Was ist ein Buchstabe? Ein Buchstabe ist zum Beispiel ein A, ein B, ein F, ein G oder ein X oder ein Z. Also, in einem Alphabet sind Buchstaben. Das wäre wichtig. Wir fragen auch manchmal, buchstabieren Sie bitte Ihren Namen. Und dann sollte man das auch buchstabieren. Machen wir weiter. Was ist ein Wort? Unser Thema in diesem Video ist ja Wortgruppen. Deshalb ist es wichtig, dass wir dieses Wort verstehen. Ein Wort ist ganz einfach, wenn viele Buchstaben zusammenkommen und einen Sinn ergeben. Zum Beispiel Frau oder Auto oder gehen oder spielen und so weiter. Das nennt man Wörter im Plural oder Wort im Singular. Machen wir weiter. Was ist ein Satz? Ein Satz ist, wenn wir viele Wörter zusammen in einem Satz benutzen und es einen Sinn ergibt. Zum Beispiel, wir lernen Deutsch. Punkt. Das wäre zum Beispiel jetzt ein Satz. Die Informationen brauchst du, damit wir besser kommunizieren können in unserem Kurs. So, nachdem wir gelernt haben, was ein Buchstabe, ein Wort und ein Satz bedeutet, können wir endlich mit den Wortgruppen beginnen. Die erste wichtige Wortgruppe: Personalpronomen, also Pronomen. Aber wir machen das erst mit den Personalpronomen. Also starten wir mit den Wortgruppen. Jetzt beginnen wir mit den Personalpronomen als Wortgruppe. Also die Wortgruppe heißt Pronomen, aber wir starten mit den Personalpronomen. Also ich sage auch gerne zu den Personalpronomen immer pp. Also du siehst pp. Genau. Welche Personalpronomen haben wir? Wir haben 6 Personalpronomen: ich, du, er, sie, es. Diese stehen im Singular. Dann haben wir, ihr, sie, sie. Diese stehen im Plural. Ja,
Zu diesen Personalpronomen habe ich dann Praxisvideos, die du auf meiner Webseite dir anschauen kannst. Machen wir weiter mit den Verben. Du siehst, ich habe hier ein Herz hingezeichnet, weil einfach Verben eine zentrale und eine wichtige Rolle haben in der deutschen Grammatik. Das solltest du wissen. Und in meinem Kurs arbeite ich auch sehr oft mit Verben und du wirst es im Laufe des Kurses sehen. Also, was sind Verben? Ein paar Beispiele. Machen, spielen, lernen, arbeiten, essen und so weiter. Verben haben zwei wichtige Eigenschaften oder ich sag mal Spezifikationen, ja? Und die erste wichtige ist, dass wir alle Verben klein schreiben. Ja? Wir schreiben alle Verben klein. Okay, notieren wir das mal. Wir schreiben alle Verben klein. Die zweite und das Wichtigere ist, wenn unser Verb einen en hat, also ein Verb mit en, dann heißt das auch ein Infinitiv. Und dieses Wort Infinitiv ist wichtig. Du sollst jetzt einfach nur lernen, ein Verb mit en heißt Infinitiv. Schreiben wir das auch. Ein Verb mit en heißt auch Infinitiv. So, genau. Dazu sage ich dir aber auch gleich ein paar Informationen. Du siehst, hier habe ich einen Verbstamm. Ein Verbstamm. Was ist ein Verbstamm? Ein Verb ohne dieses en. Also, wenn wir hier mein Verbstamm plus ein en machen, dann ist das automatisch ein Infinitiv. Nicht vergessen bitte. Verben, unser Herz der deutschen Grammatik. Also, Verben sind wirklich sehr, sehr wichtig. Die Position unseres Verbes spielt in der deutschen Grammatik eine wichtige Funktion. Vergiss nicht, wir schreiben Verben immer klein und ein Verb mit en heißt ein Infinitiv. Und diese Definition Infinitiv ist sehr wichtig. Später lernen wir noch viel, viel Grammatik mit dir zusammen. Und wenn ich Infinitiv sage, dann solltest du sofort verstehen, was ich damit meine. Also, diese zwei Definitionen nicht vergessen. Wir machen jetzt weiter mit der dritten wichtigen Wortgruppe Nomen oder Substantive. Machen wir weiter mit den Nomen. Was sind Nomen? Nomen sind Substantive oder auch Namen. Und Nomen sind wichtig. Warum? Erkläre ich dir gleich. Der Tisch ist ein Nomen, ein Name, ein Substantiv. Die Frau, das Buch oder die Kinder, das Essen und so weiter. Auch Nomen haben zwei wichtige Spezifikationen. Das erste ist, dass wir alle Nomen groß schreiben. Du siehst, hier das E ist groß, das K ist groß, B und so weiter. Notieren wir das mal. Wir schreiben alle Nomen groß. Die zweite wichtige Spezifikation ist, dass alle Nomen einen Artikel haben. Du siehst, alle haben einen Artikel. Das solltest du auch wissen und das schreiben wir auch. Also, alle Nomen haben einen Artikel. Ja, diese zwei Infos zu Nomen solltest du wissen. Nomen oder Substantive. Vergiss nicht, wir schreiben alle Nomen groß und alle Nomen haben einen Artikel. Ja, der, die, das. Das schauen wir uns aber später an. Aber Nomen sind ebenfalls sehr, sehr wichtig. Ähm, Wir machen gleich weiter mit den Adjektiven, die Blumen unserer Grammatik. Jetzt kommen wir zu den Blumen, zu unseren Adjektiven. Ja,
Die Adjektive sind die Blumen einer Sprache. Sie können eine Sprache schöner, interessanter und eleganter machen, auch manchmal hässlicher. Was sind aber Adjektive? Ich habe ein paar Adjektive geschrieben. Groß, klein, warm, teuer, schön oder schnell. Wir sagen auch, dass Adjektive Wie-Wörter sind. Warum sagen wir das? Weil wir immer mit wie fragen. Zum Beispiel, wie ist das Wetter? Und zum Beispiel als Antwort, das Wetter ist warm oder schön. Ja? Adjektive sagen wir auch Wie-Wörter. Und das sind die Blumen und einer Sprache. Nicht vergessen. Machen wir weiter. Präpositionen. Diese kleinen Mini-Wörter mit großer Funktion. Ja, die Präpositionen sind sehr wichtig und haben auch eine große Funktion in der Grammatik, in der Sprache. Wir haben zum Beispiel diese kleinen Mini-Wörter in, für, von, an, bei, bis und. Wir haben noch ganz viele davon. Wir werden sie auch Schritt für Schritt lernen. Vergiss nicht, Präposition mit großer Funktion. Diese kleinen Mini-Wörter sind sehr wichtig und haben auch echt eine große Funktion. Ich habe dir jetzt an der Tafel 5 wichtige Wortgruppen gezeigt. Mit diesen 5 Wortgruppen werden wir gut bis A1, Ende A1 lernen. Wir werden auch jetzt gleich ein paar andere Wortgruppen uns anschauen. Die sind natürlich auch sehr wichtig, aber die werden wir dann Schritt für Schritt im Kurs lernen. Welche Wortgruppen sind das? Schauen wir uns jetzt an. So, jetzt habe ich hier noch weitere Wortgruppen, wie zum Beispiel Artikel, der, die, das oder ein, kein. Und wir haben noch andere Artikel auch. Dann haben wir Adverbien, dann haben wir Konjunktion oder Konjunktionen, Numerale und Zahlen. All diese Wortgruppen lernen wir dann im Laufe des Kurses Schritt für Schritt. Momentan brauchen wir die nicht. Und wenn wir sie brauchen, werde ich sie dir erklären. So, das war's auch schon mit den Wortgruppen. Vergiss nicht, zu jedem Grammatikthema solltest du auch sehr viele Praxisübungen machen. Hierfür habe ich unten in der Infobox für dich Informationen vorbereitet. Ja, ich hoffe, du bist beim nächsten Video wieder dabei und sage Danke und Tschüss. Vergiss nicht, lerne Deutsch. Tu es für dich und beginne noch heute damit, Deutsch zu lernen. Herzlich willkommen bei berufsdeutsch.de. Im nächsten Video lernen wir dann die Verbkonjugation, eine andere wichtige Basisinformation. Hier ist der Link dafür.